Servus, mein Name ist Harald Philipp und wie jedes Jahr präsentiere ich euch heute die neuen Lampen von Lupine. Heute fangen wir auf der Rückseite an mit dem neuen C14 Mag. Das C14 kennt ihr bereits als Rücklicht für E-Bikes vom letzten Jahr. Jetzt kommt es mit integriertem Akku und Mag steht für magnetisch. Ihr habt es vorher gesehen beim Demontieren, es hat einen magnetischen Halter und auch einen magnetischen Ladeport. Ein weiteres neues Feature beim C14 Mag ist der Lichtsensor. Also man kann die Lampe so einstellen, dass sobald das Umgebungslicht dunkel wird, die Lampe sich automatisch einschaltet oder auch ein Bremslicht, wie ihr das vom Rotlicht kennt. Das C14 Mag hat insgesamt 45 Lumen Helligkeit. Was ich aber besonders toll finde, das strahlt nicht nur nach hinten, sondern einen Abstrahlwinkel von 270 Grad. Also es leuchtet wirklich bis nach vorne. Damit wird man im Straßenverkehr gerade von der Seite auch besonders gut gesehen. So, mache ich es mal wieder fest am Rad, damit ihr sehen könnt, wie schön der magnetische Halter funktioniert. Das ist das C14, was ihr bereits aus dem Vorjahr kennt, integriert in die Sattelklemme. Gibt es in verschiedenen Durchmessern, aber es gibt natürlich auch Bikes, die gar keine Sattelklemme haben. Und da haben wir uns eine neue Montagemöglichkeit überlegt, nämlich die zweiteilige Schelle. Besonders elegant dabei, die kann man am Rad fixieren, an der Sattelstütze, ohne die Hydraulikstütze zu demontieren. Und für Leitwheelfahrer gibt es noch eine vierte Möglichkeit, das C14 zu montieren, nämlich integriert in der 8-Pins-Stütze. Besonders elegant finde ich dabei, dass das Kabel dann auf der Innenseite vom Rohr verläuft. So, kommen wir zum nächsten Produkt, meinem persönlichen Lieblingsprodukt, die neue Blica, die vielseitigste Lampe von Lupine. Die Blica ist jetzt 300 Lumen heller geworden, das heißt, sie hat insgesamt eine Helligkeit von 2400 Lumen. Vor allem aber haben wir das Lichtbild optimiert, was sich auf dem Trail dadurch auszeichnet, sie hat jetzt deutlich mehr Reichweite. Und ebenfalls optimiert wurden die Spezialmodi, also sowohl das Rotlicht, das Grünlicht als auch das Diffuslicht sind gleichmäßiger geworden. Im Detail verbessert wurde auch das Gehäuse der Blica, also die ist jetzt minimal schlanker geworden, was unter anderem dazu führt, dass das Wärmemanagement optimiert werden konnte. So, und wo ich gerade von Wärmemanagement rede, da hat sich nämlich richtig was getan bei der neuen Alpha, der hellsten Lampe von Lupine für Renneinsätze mit Lenkermontage. Die neue Alpha hat jetzt bis zu 8000 Lumen Gesamthelligkeit, was eine riesen Challenge war, nicht nur diese Lichtmenge aus der Lampe rauszubringen, sondern auch die dabei entstehende Wärme abzuführen. Und durch das optimierte Lichtmanagement haben wir es jetzt geschafft, dass sie deutlich länger hell bleiben kann. In der Alpha, wie auch in allen anderen Helm-, Stirn- und Taschenlampen, sind neue LEDs verbaut. Also das hier war die XML2, die alte Generation. Jetzt haben wir die neue Evolutionsstufe XML3, die vor allem effizienter geworden ist. Das bedeutet bei selbem Stromverbrauch mehr Helligkeit. Das bedeutet, dass die Betty von 5000 auf 5400 Lumen heller geworden ist. Die Wilma von 3200 auf 3600, die Pico von 1900 auf 2100, also genauso hell wie vorher die Blica war, und die Neo von 900 auf 1000 Lumen gekommen ist. Und jetzt sind wir schon beim nächsten Produkt, der SL Nano AF. Den Lampenkopf kennt ihr bereits von der SL Nano, der kleinsten Lampe von Lupine mit Straßenverkehrsordnungszulassung. Allerdings die SL Nano ausschließlich für die Montage am E-Bike-Akku gedacht. Es soll allerdings noch Räder geben, die das nicht haben. Dafür gibt es jetzt die SL Nano AF, die mit allen externen Akkus von Lupine funktioniert. Die Lampe kommt mit externem Bluetooth-Schalter und bringt bis zu 1100 Lumen im Fernlicht. So, ihr seht schon, das Produktportfolio wird von Jahr zu Jahr umfangreicher und das ist auch ein ganz wesentlicher Baustein der Lupine-Philosophie, nämlich Individualisierung. Hier findet wirklich jeder Sportler, der gerne im Dunkeln unterwegs ist, für sich die richtige Lampe. Nicht nur die richtige Lampe, sondern auch verschiedene Montagemöglichkeiten, alles konfigurierbar im Webshop. Und auch die Lampen selber sind noch ganz persönlich einstellbar. Ich zeige euch das mit der neuen App für die SLAX. Und zwar gibt es für die SLAX jetzt eine neue eigenständige App, wo ich nicht nur wie bei der bisherigen App verschiedene Dimmstufen und verschiedene Helligkeiten auswählen und als Profile speichern kann, sondern ich habe jetzt auch die Möglichkeit, die Sensorik der Lampe einzustellen. Also einerseits, wie sensibel die Sensorik agiert, aber auch zum Beispiel, ab welcher Außenhelligkeit von Tagfahrmodus auf Nachtfahrmodus umgeschaltet wird. Ebenfalls ganz cool, ich kann auswählen, welchen Akku ich mit der Lampe fahre und auch welchen Ladestand dieser Akku hat. Und dann sagt mir die App an, wie lange ich noch in den verschiedenen Leuchtmodi unterwegs sein kann. Dieselbe Funktion habe ich übrigens auch auf einer eigenen App, die über die Apple Watch läuft. Also auch da kann ich mir anzeigen lassen, wie lange die Lampe noch leuchtet, je nach Akkustand und Leuchtmodi. Ich kann dort auch verschiedene Leuchtprofile auswählen und ebenfalls ganz cool, ich kann die Lampe über Bluetooth fernsteuern. So, genug der Theorie. Endlich wird's dunkel, ich kann Nightriden gehen. Wir sehen uns nächstes Jahr, wenn es wieder heißt, neue Produkte von Lupine.